Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Sarah Merck Selbstgenäht. Heute geht es um diese süßen Schmetterlinge, die ihr um mich herum seht. Und zwar ist das perfekte Projekt, um endlich mal die Stoffreste loszuwerden. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht Stoffreste und ein bisschen Basteldraht und dieses Schnittmuster, das habe ich euch in meinem Shop zum Gratis-Ausdrucken schon hinterlegt. Der Link ist unten in der Beschreibung und jetzt geht's los. So, wir brauchen zwei Stoffstücke. Die sind 12 x 15 cm für den Schmetterling in der mittleren Größe. Die stecken wir uns rechts auf rechts aufeinander. Dann nehmen wir uns das Schnittmuster und legen das mittig drauf und zeichnen das einmal rundherum ab. Als nächstes, also das sind hier die großen Flügel, die sind oben und deswegen werden wir die Wendeöffnung unten machen. Also jetzt nähen wir einmal hier vom unteren Teil einmal komplett rum und lassen unten etwa hier eine Wende öffnen. Beim Nähen, wenn ihr hier an die Ecke kommt, Nadel stecken lassen, dann wenden und immer wenn ihr wieder wenden müsst, wieder stecken lassen, Fuß hochheben. So, jetzt haben wir das hier schön genäht. Jetzt könnt ihr die Nadeln rausnehmen. Und dann mit so einem halben Zentimeter Nahtzugabe den Schmetterling ausschneiden. Und dann kürzen wir noch die Ecken ein, damit wir die später besser rausarbeiten können. Die Ecken rausarbeiten. Da braucht ihr jetzt irgendwas Spitzes. Ihr könnt hier vorsichtig den Bleistift nehmen. Jetzt brauchen wir den Blumendraht. Ich habe mir hier schon ein Stück abgeschnitten. Das ist so circa 20 cm lang. Und dann nehmen wir uns den Schmetterling, den großen Teil nach oben legen und dann eine Ziehharmonika falten. Das habe ich im Kindergarten gelernt. Habt ihr das auch im Kindergarten gelernt? Gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. So, jetzt haben wir den Schmetterling soweit fertig. Jetzt braucht ihr den Draht und dann fangt ihr so an, dass ihr euch schon mal einen Fühler hier so hin bastelt. Und jetzt wird es ein bisschen frickelig. Jetzt müsst ihr den Schmetterling festhalten und gleichzeitig den Rest vom Draht kräftig um den Schmetterling wickeln. Und dann hört ihr auf. Kommen wir nochmal rum. Ne. Dann hört ihr auf, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr weiter. So, und dann macht ihr euch die gleichmäßig. Erstmal gucken, dass der Draht schön in der Mitte ist und dann einfach den Fühler so ein bisschen nach innen reindrehen und dann schneidet ihr euch den überschüssigen Teil ab und jetzt den Schmetterling noch ein bisschen hübsch machen. Hier ist er, der fertige Schmetterling. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich super über ein Abo freuen. Und wenn du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal.